Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Ja, heute sind wir mal wieder auf dem Main unterwegs. Ne? Der gute alte Main, ja, ist geliebt und wertgeschätzt auf jeden Fall und steckt immer noch nach wie vor sehr viel Mühe, Fleiß und Arbeit drin, ne? Und auch nach wie vor sehr viele Pilze, ja, die ich auch aus eigener Tasche natürlich auch bezahlt habe. Ne? Jetzt seit kurzem natürlich nicht mehr, aber viele vergessen auch, dass ich 8 Jahre davor hier aktiv auch Pilze reingesteckt habe in diesen Account. Deswegen auch an der Stelle natürlich auch im Angesicht des Betrachters mehr oder weniger verdient. Ne? Und wir haben heute folgende Problematik. Ich habe hier schon in die Quest reingeschaut und das ist wirklich zum Mäusemelken, sag ich mal, dass hier heute wieder so ein Geheimauftrag am Start ist. Einen epischen Gegenstand in die Toilette werfen, das müssen wir machen. Problem ist aber, ich habe nicht mehr sehr viele Pilze. Ich habe nur noch knapp 100 und ich habe auch keine Epics mehr, die ich irgendwie verwenden könnte, die ich da reinschmeiße, weil, ja, ich blätter ja nicht außerhalb vom Epic-Event nach Epics, macht ja gar keinen Sinn. Ich schmeiße auch sowieso keine Epics mehr in die Toilette, weil meine Klo-Aura maxed ist. Das ist einfach nur eine Verschwendung von Ressourcen und Gold und deswegen, ist es immer ein Struggle, wenn so eine Quest kommt hier. Das heißt, ich muss außerhalb vom Epic-Event nach Epics blättern und das ist wirklich Krampf. Das ist wirklich ein Krampf, ja, weil das kann gut ausgehen, das kann aber auch mal ganz schnell nach hinten losgehen und deswegen würde ich vorher mal vorschlagen, bevor wir das machen, gucken wir mal ins Glücksrad, vielleicht haben wir ja Glück und kriegen ein Epic raus, ich bezweifle es, aber es wäre cool, aber brauche ich natürlich nicht erwarten. Ja, das Ding ist, nach meinen Erfahrungen, sag ich mal, was das Blättern anbelangt, außerhalb vom Epic-Event, sind knapp 100 Pilze nicht ausreichend. Ja, wir können reinlacken, wir können es aber auch komplett versemmeln so. Deswegen würde ich mal vorschlagen, gucken wir mal, ja, ob wir Glück haben und ob wir das Epic finden. Das Ding ist, ich glaube, ich werde mal dieses Video, einfach die Pilzanzahl, ausgeschaltet haben. Manche fragen sich bestimmt immer noch so, warum ich die immer verdeckt habe. So. Dadurch, dass ich ja halt täglich Videos mache und halt eine Schweigepflicht unterschrieben habe, ist es halt eben ein bisschen schwierig für mich, täglich die Pilze euch zu zeigen, so, weil dann einige nachvollziehen können, was denn dabei rumkommen könnte. Ne? Und das will ich dadurch dann vermeiden. Wenn ich mal von Zeit zu Zeit euch die Pilze zeige, oh, wir haben Glück, nice, Alter. Wenn ich euch mal von Mal zu Mal die Pilze zeige, ist das gar kein Problem. So, ne? Weil man das dann halt eben nicht nachvollziehen kann. So, darum geht es eigentlich nur. Ne? Deswegen, auf jeden Fall, das ist die Erklärung dafür. Ne? Nice. Wir haben direkt ein Epic gefunden und gleich eine Epic-Waffe. Das ist natürlich außerordentlich nice. Und nach gar nicht vielen Tries, ja, das ist sogar reimtechnisch auf einem sehr niedrigen Level. Ja, und ich habe mich schon tatsächlich da drin gesehen, dass ich hier unzählige Pilze investieren muss. Ich rechne, also das war jetzt hart lucky. Ich rechne so mit einem bis man ein Epic findet, so außerhalb vom Epic-Event 250 Pilze solltet ihr locker schon einplanen, so wenn ihr das vorhabt, irgendwie euch zu ziehen. So, hier habe ich 1% weniger, was soll das denn? Was ist denn das hier? Ja, das geht ja auch gar nicht. Das kaufen wir mal. Boots. Und der Prozent hier, der triggert mich. Ich muss es machen. Ja, es ist 1%, es ist nicht viel, aber ich muss es tun. Da kommt auch mein innerer Monk wieder in mir durch. Und auch wenn das 20 Pilze kostet, trotzdem muss es sein, wir haben jetzt 60% überall, stimmt. Und wir haben das Epic. Ja. Warum überhaupt muss ich diese Quest annehmen? Weil manche, die vielleicht nicht sehr weit oben spielen oder so, oder ich sag mal, die relativ vom Level her noch nicht so krass unterwegs sind, oder von dem Gildenpad auch noch nicht so stark beeinflusst sind,
Da ist das Ding, die bekommen durch die Quest noch genug Erfahrung und ja, da kann man vielleicht mal in einem niedrigeren Levelbereich auf so eine Quest verzichten, wenn man nicht unbedingt die Pilze dafür investieren möchte. Das Ding ist aber, wenn ihr nachher irgendwie 550 plus seid, dann ist eure Haupteinkommensquelle die Daily Quest. Ja, wenn ihr euch mal so die Quests anschaut, die ich hier mache, erfahrungstechnisch, einfach mal nur auf die Erfahrung achten, ja. Das ist hier nicht sehr viel. Ne, ihr seht das. Das sind wirklich nur Kleckerbeträge, die ich hier an Erfahrung bekomme. Klar, dafür bekomme ich natürlich außerordentlich viel Gold auf der Stufe. Ne? Da beschwere ich mich ja auch gar nicht. Aber die Erfahrung ist wirklich lachhaft. So, ne? Und deswegen sind hier fast 12 Millionen Erfahrung. Das wiegt fast meine komplette Alu täglich auf. So, deswegen unglaublich wichtig. Ne? Und heute haben wir ja, eine 11-köpfige oder gestern, glaube ich, eine 12er gehabt. Wenn wir eine 13er haben, dann geht die sogar noch über 12 Millionen hinaus. So, das ist natürlich noch cooler. Und deswegen gerade sehr, sehr wichtig, dass ich das jeden Tag mitnehme, weil sonst geht mir wirklich meine Haupteinkommensquelle an Erfahrung wirklich flöten. So, ne? Also was man wirklich am meisten an Erfahrung bekommt, ist halt wirklich das Kalender-Level-Up und halt der Daily-Bonus. Deswegen ist es für mich in diesem Levelbereich essentiell wichtig, diesen Daily-Bonus mitzunehmen. Ich hätte mir jetzt auch Pilze aufgeladen, wenn es jetzt hart auf hart gekommen wäre. Hätte ich einfach da Pilze aufgeladen, damit ich mir diesen Betrag abhole, weil 250% Hydra, ja, das scheppert schon ordentlich an Erfahrung rein, so, ne? Und ja, wenn man sich halt, wie gesagt, die Alu anschaut, sieht man erst, wie krass eigentlich dieser Daily Login-Bonus ist für High-Level-Chars. So, und deswegen halt eben, ja, wie schon erwähnt, ist es ein Must-Have, dass ihr euch ja, später wirklich jeden Tag diese Daily Quest abholt, weil es ist, ja, durch die normale Alu bekommt ihr kaum noch Erfahrung rein. Deswegen das auf jeden Fall wahrnehmen. Gut, ja, auf dem Server hier brauche ich ja eigentlich gar nicht so die Ressourcen oder es ist eher wichtiger auf Gold zu gehen, sag ich mal. Das Ding ist aber, ich baue ja hier ganz normal weiter meine Edelsteinmine aus und aus irgendeinem Grund habe ich hier Ressourcenprobleme auf dem Char. Ne? Also ich mache hier keine Angriffe mehr oder so großartig. Die meisten sind auch hier auch schon voll ausgebaut. Ich weiß nicht, warum ich Ressourcenprobleme kriege, so, keine Ahnung. Kann daran liegen, dass ich so seitdem der Kalender hier draußen ist auf meinem Char halt überhaupt gar keine Ressourcen mehr annehme, außer Gold und Kristalle, so, ne? Das kann daran liegen. Jetzt bin ich halt am Überlegen, ob sich das für mich lohnt, jetzt nochmal ein paar Ressourcen hier vom Dealer hier zu bekommen oder ob ich hier weiter auf Gold und Kristalle gehe und damit mein Char halt ein bisschen verstärke? Digga, was habe ich denn heute hier? Ja, und deswegen, ja, in dieser Situation war ich so noch nie, weil ich eigentlich nie Probleme mit den Ressourcen bekommen habe. Deswegen, ja, ist es auf jeden Fall so. Ich baue ganz normal meine Edelsteinmine aus. 15 Tage warte ich hier, bis das Ding fertig ist. Da skippe ich nichts und das ist es mir auch nicht wert. Das soll hier weiter seinen Gang gehen, so, ne? Und ja, dann mal schauen. Muss ich mal gucken, wie ich das in Zukunft handhabe, so. Eigentlich bekommt man mit Festung Stufe 20 genug Ressourcen durch Glücksrad und auch wenn Fest der Festung ist, dann bekomme ich eigentlich auch massig Ressourcen durch die Quests. Ja, deswegen mal schauen, ne? Da muss ich mal gucken, dass ich da irgendwie einigermaßen Ressourcen habe, dass ich die Edelsteinmine immer am Ausbauen habe, so. Ansonsten muss ich da wirklich bald nochmal so ein bisschen auf Ressourcen gehen beim Hütchenspieler und das möchte ich eigentlich nicht, weil in dem Zeitfenster, wo ich auf Ressourcen gehe, geht mir halt Gold und Kristalle flöten. Ne? Und das ist halt eben was ich halt eben vermeiden möchte. Deswegen habe ich es ja auch ja, wirklich Jahre ignoriert, auf Ressourcen zu gehen. Könnte mein Problem jetzt hier sein an der Stelle, aber ja. Ich sag mal so, wenn die Mine, das ist halt jetzt nicht so schlimm. Wenn die Mine jetzt irgendwie noch, keine Ahnung, 1-2 Monate länger dauert, bis die auf Stufe 100 ist, dann ist das so. Ne? Dann kann ich da jetzt auch nichts gegen machen. Ne? Früher oder später geht sie auf 100.
und ja, dann ist sie halt maxed. Aber in der Zeit, wo ich halt eben auf Ressourcen gehe, fehlen die mir hinten raus denn die Gold- und Kristallressourcen, ne? Und deswegen bin ich da eher angeneigt, immer noch auf Gold und Kristalle zu gehen, obwohl ich Ressourcenprobleme habe. Ist das gleiche Prinzip wie bei der Festung Schatzkammer gegen Edelsteinmine. Was baue ich zuerst aus? Ne? Bei der Schatzkammer habt ihr mehr Platz, wenn ihr die zuerst hochzieht. Das heißt, ihr habt mehr Platz im Inventar. Das heißt, ihr könnt auch mehr Gegenstände aufbewahren, die ihr dann zur Hexe bringt, die euch dann mehr Attribute bringt auf eure Stats natürlich. Und in der Zeit, wo ihr zuerst die Edelsteinmine hochziehen wollt, in der Zeit habt ihr halt eben weniger Inventarplatz zur Verfügung und könnt halt in der Zeit eben kein zusätzliches Gold generieren. Deswegen bin ich immer noch Fan davon, die Schatzkammer zuerst hochzujagen und dann die Edelsteinmine auf 100 zu kriegen, weil irgendwann, früher oder später, ist die maxed so, ne? Nur, dass man halt in der Zeit eben Ressourcen, Gold, Skillspunkte verschwendet hat. So, ne? Weil man halt eben keinen Platz hatte zum Sammeln. Deswegen, wenn ich mich entscheiden würde, ich mache das glaube ich auf W50 auch so, erst die Schatzkammer hoch und dann Edelsteinmine. Wenn es einem das wert ist und ihr das dann auch macht, ne, das gehört ja dann auch mit dazu, wenn ihr da keinen Bock drauf habt, diese Items zu sammeln, dann ist das halt eben auch jetzt nicht gerade sehr förderlich, sag ich mal. Ne? Auf meinem Battlemage, da bin ich auch eher ziemlich faul unterwegs, was die Gegenstände angeht, obwohl ich eine komplett ausgebaute Schatzkammer habe, so, ne? Da bin ich auch eher faul, ne? Deswegen sage ich so, ich konzentriere mich eigentlich wirklich hauptsächlich auf mein Main, was alles angeht, so, ne? Und deswegen müsst ihr das selbst entscheiden am Ende des Tages, ne? Okay, das soll es soweit heute für das Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.